Das Thema meines heutigen Vortrags wird den initiatorischen Pfad behandeln. Eines der ganz schwierigen Themen in der westlichen Mysterientradition, weil sie einen Bereich behandelt, der außerhalb der Mysterienschulen nicht nur völlig falsch verstanden wird, sondern einfach nicht verstehbar ist. Denn die Aufnahme in einer authentischen Mysterienschule, die beginnt mit einer Initiation in einen Mysterientempel, in einen Mysterienbund. Und der Schritt vom Profanen ins Sakrale wird hierbei als Initiation bezeichnet. Initiation ist ein Beginn, ein erster Schritt, der in den Mysterienschulen in den meisten Fällen durch eine rituelle Initiation stattfindet. Demnach ist das für Außenstehende nicht nur überhaupt nicht zu verstehen, sondern die Tragweite eines solchen Geschehens überhaupt nicht verständlich. Denn wenn man diesen Schritt erlebt hat, nämlich die Aufnahme in einen Mysterienbund, dann findet in der Psyche, im Bewusstsein, in den inneren Ebenen eines Kandidaten eine enorme Veränderung statt. Diese Veränderung ist innerlich und nur schwer nach außen hin zu kommunizieren, denn Mysterienschulen behalten nicht nur ihre Riten, Techniken, Werkzeuge sehr diskret, sondern diese Aspekte sind nur ganz schwer Außenstehenden, den nächsten Verwandten, Freunden und dergleichen mitzuteilen. Da fehlen nicht nur die Worte, sondern das ist dasselbe, wie wenn man ein Taucher ist und dann nimmt man so eine Taucherausrüstung, taucht in die Tiefe, dann erlebt man eine wunderbare neue Welt, die sich einem öffnet. Und wenn man dann wieder auftaucht und diese Erfahrung jemand mitteilen möchte, dann wird man sehen, wie schwierig das ist für jeden, der nicht auch ein Taucher ist. Der wird überhaupt diese Welt, die man da unter Wasser erlebt, nicht verstehen können. Heute werde ich insbesondere auf ein paar Aspekte des initiatorischen Pfads eingehen. Nicht nur, weil sie sehr populär sind, sondern weil sie uns auch betreffen, als Bewahrer dieser Traditionen. Ein Pfad, den ich heute erklären werde, ist der initiatorische Weg auf dem Lebensbaum. Der Lebensbaum besteht ja aus bestimmten Sphären, Sephirot, so in den Diagrammen sehr oft als Kreise dargestellt. Und der Lebensbaum der Kabbalah, der kommt auch im Alten Testament in der Schöpfungsgeschichte vor. Das ist der Baum des Lebens, der uns das ewige Leben, das Überwinden des Todes als Verheißung bewahrt. Und wenn wir uns so die Schöpfungsgeschichte noch einmal vor Augen führen, dann werden wir drauf kommen, dass dieser Baum beschützt wurde. Als der Mensch durch den Sündenfall diese Auflage bekam, dass er nicht mehr ewig leben sollte, sondern eine begrenzte Anzahl, auch eine symbolische Zahl von 120 Jahren erhielt. Und dieser Lebensbaum wurde fortan bewacht. Und so ist es auch, dass dieser Pfad, der initiatorische Pfad, der uns eben etappenweise diese Stufen emporhebt, auch bewacht ist, nicht nur durch die Hüter der äußeren Mysterien, auch durch die Hüter der inneren Mysterien. Und natürlich, auch diese Aussage wird sehr falsch verstanden, insbesondere von Menschen, die irgendwelche spirituellen, esoterischen Wege beschritten sind. Das meinen wir natürlich nicht mit Initiation, was man an einem Wochenende kaufen kann, sondern ein Weg der Initiation ist eine lebenslange Reise, die man beschreitet, Stufe um Stufe. Und man wird nicht einfach initiiert, um einfach Spezialkräfte wie Superman zu erhalten, sondern das ist ein Weg des Dienstes. Das bedeutet, wir bekommen bestimmte Schätze der Mysterientradition, damit wir an diesem großen Werk teilhaben. Das heißt, die Aspekte, dass wir uns da selbstgefällig, eigennützig da mit irgendwelchen geistigen Gütern bereichern könnten, wollten oder dergleichen. Also diese Illusion, die wird uns sehr schnell auf diesem Pfad genommen. Falls wir die innere Reife nicht haben, werden wir auch diesen Pfad verlassen müssen. Freiwillig oder unfreiwillig. Das mal so als kurze Gefahr, die erwähnt wird. Also es gibt im Lebensbaum 10 Sephirot. Und hier komme ich auch zu einigen Mythen. In jeder Sephira
findet, wie auf dem Rosenkreuzer Pfad erklärt, eine Initiation statt. Das heißt, wir haben ursprünglich, beim Rosenkreuzer System haben wir 10 Stufen des Lebensbaums und es gibt noch Zwischenetappen auf diesen Stufen, nämlich wenn der Kandidat aufgenommen wird als Neophyt oder zwischen 2 Triaden sich befindet, dann findet auch noch so ein Seniorgrad statt. Das heißt, es gibt ein paar Stufen mehr als nur diese 10 Sephirot. Und sehr wichtig auch diese Betonung, es gibt nicht nur die Initiation in die hohen Mysterien oder in die niederen Mysterien, sondern es gibt die Initiation in alle Triaden im Lebensbaum, weil sonst wäre ja das System in sich selbst nicht vollkommen und auch nicht würdig für eine Mysterienschule. Also das vorweg, wenn eine Mysterienschule uns nur die niederen Mysterien anbieten sollte, mit irgendwelchen Märchenbehauptungen, dass irgendwelche anderen Initiationen von geistiger Natur sind, dann sollten wir wirklich sehr kritisch sein, denn eine Mysterienschule arbeitet auf der Aktivitätsebene, rituell auf allen Stufen des Lebensbaums. Und lassen wir uns nicht von solchen Märchen einfach vernebeln. Auf jeder Stufe des Lebensbaums, das hatten die Urväter dieser Tradition nicht nur im Geiste, sondern sonst würde man einen Lebensbaum nur mit 7 Sphären machen und sagen, ja, alles andere ist einfach göttlich. Und da bedarf es auch einer Korrektur unserer Sichtweise, was Menschsein ist, was Gottsein ist, was Vergöttlichen des Menschen bedeutet, was der wahre Adam ist. Das sind ganz tiefe Aspekte der hermetisch-kabbalistischen Tradition, auf die ich natürlich heute nicht eingehen werde, sondern ich werde einfach nur einen groben Überblick geben, was uns auf dem initiatorischen Pfad erwartet, wie er funktioniert und welche Stufen wir auf diesem Pfad vorfinden werden. Also wie gesagt, es gibt einzelne Stufen, Initiationsstufen. Manche Mysterienschulen behandeln nicht den Lebensbaum. Sie geben zwar vor, dass sie kabbalistisch oder hermetisch arbeiten, aber sie belassen ihre Schüler in den äußersten Pforten. Sie bezeichnen dann so etwas wie einen Pronaus oder dergleichen. Ich erkläre auch, was in unserem System ein Pronaus ist. Ein Pronaus ist das, was dann nämlich vom mystischen Standpunkt nämlich ist, eine Vorhalle zu den wahren Mysterien zum Tempel. Das heißt, in einem Pronaus finden keine Initiationen statt. Es können rituelle Veranstaltungen in einem Pronaus stattfinden, aber die dürfen nicht mit einer Initiation verwechselt werden. Auch wenn das sehr oft so erscheinen mag. Das ist nicht mit Initiation gemeint. Initiation hermetisch-kabbalistisch beginnt im Lebensbaum. Das ist auch kein Hochgradsystem, denn jeder, der dann in diesem System aufgenommen wird, wird gleich erkennen, dass man als Neuling startet und dann einmal die niederen Mysterien beschreiten muss. Das heißt, jemand, der uns, wenn wir ein wahrhafter Sucher, Strebender, qualifiziert sind, diesen Weg beschreiten und uns dann verhindert, dass wir so einen Weg gehen können und uns dann Jahrzehnte in einem Pronaus belässt, der begeht nicht nur eine spirituelle Schuld, sondern man will uns einfach für dumm verkaufen. Das passiert in manchen Mysterienschulen. Da sollten wir uns schnell abwenden, denn das ist nicht der Sinn einer hermetisch-kabbalistischen Schulung. Das heißt, der Sinn einer wahren Mysterienschule, die rituell arbeitet, ist es, uns auf den Stufen des Lebensbaums zu initiieren, damit wir die spirituelle Entwicklung machen, ein Gefäß schaffen, damit wir dem größeren Werk dienen können. Das können wir nicht, solange wir noch außerhalb sind, in irgendwelchen Vorstufen, in irgendwelchen Vortempeln. Da haben wir keine Kapazität, da hält man uns nur warm. Sehr wichtig, dass man das auch in einer Mysterienschule betont. Deshalb haben wir ein mehrstufiges System, auch in unserer Mysterienschule. Wir haben auch eine Vorkammer, Vorhallen, wo man uns ganz klar auch sagt, dass das eine Vorbereitungshalle zur Initiation auf den Stufen, die uns dann erwarten, sein kann. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass wir dann letztendlich aufgenommen werden und seinen initiatorischen Weg beschreiten können, weil da bedürfen wir einiger Voraussetzungen. Eine grundlegende Voraussetzung ist, dass wir erstens einmal ein freier Mensch sind, erwachsen sind. Mit frei kann man bestimmte Aspekte auch interpretieren. Wir müssen mit beiden Beinen im Leben stehen. Wir müssen für uns selbst sorgen können. Wir müssen erwachsen sein. Wir müssen für uns selbst entscheiden dürfen. Das ist eine Grundlage, sonst können wir einen spirituellen Weg nicht beschreiten. Wenn wir da falsche Abhängigkeitsverhältnisse haben, sei dies finanziell oder im familiären Bereich oder dergleichen, dann können wir so einen Weg nicht beschreiten, weil dann dürfen wir nicht einmal über unsere selbst über unsere Zeit entscheiden. Also das heißt, es gibt bestimmte Auflagen, die sollten aber selbstverständlich sein für jeden erwachsenen Menschen.
Wenn jemand diese Auflagen auf dieser Ebene, nämlich auf der materiellen Ebene, nicht erfüllen kann, ja, dann können wir aber nur vorweg sagen, das ist eine Grunderwartung, die man von einem erwachsenen Menschen in unserer Gesellschaft sowieso haben sollte. Dass jemand mündig wird, dass jemand für sich selbst sorgen kann, dass jemand erwachsen wird, Verantwortung übernimmt, vielleicht für seine Familie, für seine Mitmenschen und für sich selbst. Also da erwarten wir da nicht irgendwelche hohen Sphären, sondern Grundaspekte, die in einer westlichen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Und natürlich erwarten wir uns auch Verständnis, nämlich dass ein Mensch intellektuelle Vorgänge verstehen kann. Das heißt, wir erwarten uns, dass jemand eine Fähigkeit hat, mentale Vorgänge nachvollziehen zu können, aber auch eine Zeit investieren zu können, um bestimmte Übungen zu machen. Wenn jemand das nicht hat, kann er so einen Pfad nicht gehen oder sie. Also das ist wichtig, dass wir uns das vorab auch abklären, weil wir werden nicht einfach blind links auf so einen Pfad gelassen, sondern wir werden geprüft von jenen, die die Initiatoren der Tempel sind. Die wissen ganz genau, welche Voraussetzungen so ein Pfad hat. Und wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen und uns dann dafür bewerben und in dieser Vorhalle sind, dann bekommen wir mal ein Gespräch, wo wir diese Sachen behandeln können. Das ist aber noch nicht die Aufnahme. Wie funktioniert dann dieser initiatorische Pfad? Das ist auch sehr wichtig, dass wir das verstehen. Auf dem Rosenkreuzer Pfad, wie gesagt, haben wir bestimmte Stufen. In den antiken Schriften werden diese Stufen mit dem Lebensbaum korrespondiert. Zum Beispiel 1 ist gleich 10. Das heißt, die erste Initiation entspricht der 10. Sephira Malkut. Und so geht es dann schrittweise hinauf. Zum Beispiel 2 ist gleich 9. Das heißt, die zweite Initiation entspricht der Sphäre Yesod. Und so weiter. Bis 10 ist gleich 1. Die 10. Initiation Stufe, also die vollwertige Initiation, entspricht dann der höchsten Sphäre, nämlich Kitta. Dazwischen gibt es Seniorgrade, zum Beispiel ein 4 ist gleich Seniorgrad oder ein 7 ist gleich 4 Seniorgrad. Diese Seniorgrade sind in den niederen Mysterien so auf einer Schwelle in die hohen Mysterien und auf der nächsten Ebene ist es die Schwelle zur höchsten Triade. Das heißt, das ist so etwas wie ein Abyss, ein Abgrund und da müssen wir erst eine Bereitschaft haben, um uns einmal auf diese Stufe, damit wir diese Stufe überbrücken können. Nämlich das ist dann die höhere Ebene der Initiation. Das heißt, es gibt so verschiedene Triaden im Lebensbaum, die wir natürlich in einer authentischen Mysterienschule Schritt für Schritt erleben können, sofern wir die Seelenreife haben, diese Initiationen erleben zu können. Das bedeutet, wir können sie nicht erzwingen. Auch wenn wir da jetzt irgendwelche hohen Initiationen haben wollten, es geht einfach nicht, wenn wir nicht das notwendige Gefäß haben, um das zu empfangen. Und jede Stufe hat eine bestimmte Zeit, hat bestimmte Herausforderungen, denn stellen wir uns vor, wir werden einfach, so als erwachsene Menschen, mit einem Überlebenskoffer einfach mit einem Flugzeug irgendwo hingebracht und dann setzt man uns da mit einem Fallschirm mitten im Wald aus. Und wir hätten so einen Überlebenskoffer dabei. Wir würden eine Zeit brauchen, um uns nicht nur zu orientieren in diesem neuen Umfeld, sondern wir müssen einfach neue Sachen lernen. Und das ist eine Kleinigkeit. Auf dem initiatorischen Pfad geht es viel tiefer. Da geht es wirklich um innere Mechanismen, die wir am Anfang nicht sehen können. Die wir für selbstverständlich halten, aber die so abgrundtief bösartig sind in uns. Und da benötigen wir auch sehr viel Ehrlichkeit und Selbstreflexion, damit wir diese Korrekturen in uns selbst zulassen oder diesen falschen Größenwahn bekämpfen. Denn so die Lieblingsnegative Eigenschaft eines spirituellen Aspiranten ist, eine Schule zu beginnen und zu meinen, schon der höchste Initiant zu sein. Wenn wir die Bereitschaft haben, in einer Schule zu beginnen, dann sind wir ganz am Anfang. Und jeder andere, der in dieser Schule ist uns nicht nur um Jahre voraus, sondern um viele Initiationsstufen. Und natürlich fehlt uns am Anfang das Unterscheidungsvermögen, um zu sehen, was wirklich diese Veränderungen sind, die uns wirklich unterscheiden. Sobald wir Schritt um Schritt schreiten, Initiationsstufe um Initiationsstufe, sehen wir dann die großen Veränderungen, die jede einzelne Stufe in sich birgt. Also das einmal so ganz grob erklärt, den Rosenkreuzer Pfad mit diesen 10 Initiationsstufen. Es ist auch wichtig, warum bezeichnen sich manche Mysterienschulen als alt oder antik, obwohl sie erst in jüngerer Geschichte gegründet wurden. Wir dürfen uns nicht vom äußeren Schein blenden lassen. Da geht es um die Initiationsgeschichte dieser Schulen. Das heißt, es gibt Schulen, die sind 700 Jahre alt und bezeichnen sich als Rosenkreuzer Orden. Warum? Weil die ersten
Initiationsstufen, mit denen sie von Mensch zu Mensch verbunden sind, real verbunden, zurückverfolgbar, so viele Jahrhunderte alt sind. Und natürlich müssen immer wieder neue Formen entstehen, neue Körperschaften, neue Tempel, neue Gruppierungen, neue Orden, damit dieser Träger erhalten bleibt und dann auch diese Initiationsstufen weitergeben kann. Das heißt, nein, so eine äußere Form, die ist natürlich nicht uralt. Aber das, worum es geht in der Mysterientradition, ist nämlich diese Initiationen, die von Mensch zu Mensch weitergegeben wurden und so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückverfolgbar sind. Über Menschen. Das ist nicht über irgendwelche Engelswesen, sondern über Menschen diese Initiationen nachverfolgbar sind. Das heißt, vom Initiator zum Initiator, zum Initiator, zum Initiator, zum Initiator. Das sage ich jetzt nicht zum Kandidaten. Da spreche ich jetzt vom Initiator zum Initiator. Das heißt, wo immer wieder Initiatoren entstanden sind, die diese Flamme weitergeben. Das sind die großen Eingeweihten. Also das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Deshalb finden wir auch in dieser Tradition manchmal äußere Träger, die alt oder antik als eigene Begriffe verwenden. Also das ist jetzt nicht diese äußere Körperschaft, die alt ist. Was ist alt? Das ist auch so ein Begriff. Da könnte man sich lächerlich machen oder nicht, aber was ist alt? Alt oder jung? Jede Organisation kann sich ab dem zweiten Tag alt bezeichnen. Ja, was ist alt? Das sind alles relative Begrifflichkeiten. Und wenn jemand sich daran stößt, ja, da sehen wir mal, wie ungebildet jemand ist. Das sind relative Begriffe. Die kann man nicht ordnen und sagen, ja, das ist jetzt alt oder das ist jetzt jung. Also das gibt es nicht. Okay, vielleicht kann man das bei einem Menschen, aber bei einer Organisation kann man das nicht. Dann müsste man zum Beispiel sagen, ja, alt ist vielleicht die jüdische Tradition. Ja, die ist vielleicht alt. Kann man auf ein paar Jahrtausende zurückverfolgen. Oder vielleicht ist alt das Persische Reich. Kann man auch auf eine ganz lange Geschichte zurückverfolgen. Oder das Chinesische Reich. Oder dann sehen wir mal eine ältere Dame auf der Straße und bezeichnen sie auch vielleicht als alt. Ja, aber was ist alt? Das ist einmal so, diese Irrmeinungen so von den Begrifflichkeiten. Also jede Organisation, die schon eine geraume Zeit besteht, kann man schon als alt bezeichnen. Ist so, ist nicht mehr neu und ist nicht mehr jung. Neu ist etwas, wenn etwas neu gegründet wurde. Heute. Das mal so zu dieser Differenzierung. Aber sehr oft wollen diese Organisationen darauf hinweisen, dass sie eine Initiationskette haben, die sehr weit zurückgeht. Und auch hier gleich noch vorweg ein kleiner Irrtum, der sich sehr oft in dieser okkultistischen Sphäre eingeschlichen hat. Nein, Initiationen kann man nicht per Lektionen weitergeben, kann man auch nicht übertragen von der Distanz und irgendwie und so weiter. Initiationen finden in Mysterientempeln statt, von Mensch zu Mensch. Oder von Initiationsgruppe zu Menschen, abhängig der Initiationsstufe. Das heißt, da sind immer Menschen dabei, also in der Mysterientradition, in der westlichen, nicht nur Menschen, sondern da ist immer ein Tempel im Hintergrund, das heißt Symbole, Bewegungen, ein Ritual. Findet nicht per Telepathie statt, findet nicht auf irgendwelche Engelsebenen statt, findet nicht in irgendwelche geistigen Sphären statt, in irgendwelche Kristallwelten, sondern findet ganz real auf der materiellen Ebene statt. Warum? Weil wir sind hier auf der materiellen Ebene. Und da sehen wir ja schon, wie ironisch das klingt. Wären wir nicht hier auf dieser materiellen Ebene, dann bräuchten wir nicht auf dieser Ebene die Initiation. Das heißt, das ist ja schon die dichteste Sphäre, also muss auch, wenn wir uns sehr weit entwickelt haben, die Initiation, das heißt der initiatorische Weg, genau auf dieser Ebene stattfinden. Haben wir noch keine spirituelle Entwicklung, dann fantasieren wir natürlich in irgendwelchen geistigen Welten und sind noch nicht bereit, an die richtigen Tore zu klopfen. Dann sind wir noch nicht bereit, auf der materiellen Ebene das umzusetzen. Das ist dasselbe, wenn jemand innerlich träumt, ja, ich bin jetzt Milliardär, dann träumt er sich ein paar, weiß nicht, einen Raum voll Euro- oder Dollarscheine, aber die hat er halt nicht. Die träumt er sich nur daher. Und das ist genau das Gleiche auch mit einer Initiation. Das eine ist ein schönes Fantasiegebilde und das andere ist aber die Realität. Weil, was ist der Unterschied zwischen dem, der sich nur diese Milliarden so in seinem Geiste vorstellt und der andere, der sie hat? Das Potenzial, das beide haben. Der eine kann sofort damit etwas bewirken, der andere halt nicht. Der hätte halt gerne. Und das ist ja auch dieser Punkt. Nur wenn man sich etwas so geistig peripher vorstellen könnte, heißt es noch nicht, dass das die Realität ist. Das mal zum initiatorischen Pfad. Man sieht, bei diesem Thema weht ein bisschen ein rauerer Wind, weil da gibt es sehr viel Unverständnis. Und ich möchte da bei diesen kleinen Unstimmigkeiten ein wenig aufräumen. Also sehr wichtig, diese einzelnen Stufen, die es im Lebensbaum gibt, die sind real in deiner authentischen Mysterienschule nachvollziehbar. Jede Mysterienschule, die irgendwo mittendrin aufhört,
Hut ab. Da hat entweder der Gründer vorzeitig das Leben verlassen und keiner ist ihm gefolgt, der da danach die Initiationsstufen weiter formulieren könnte. Oder die Leute sind einfach nicht reif genug, damit sie höhere Initiationsstufen empfangen können, samt den Gründern. Ja, was passiert denn, wenn man in einer Schule einen Gründer hat, der eine höhere Initiationsstufe hat und dann stirbt er und die anderen sind halt noch nicht so hoch initiiert? Ja, dann reduziert sich halt das ganze System und dann erzählt man halt den ganzen, die Nachkommen, ja, es geht halt nur bis dahin. Und das gibt's halt leider auf dieser Ebene einige Male auf dieser Welt. Solche halbauthentischen Mysterienschulen oder schon die erloschen sind, wie tote Kakteen. Aber sie haben noch eine schön funktionierende Struktur, sind vielleicht sogar äußerlich 100 Jahre oder 150 Jahre alt. Viel älter sind sie eh nicht, also was ist dann schon alt? So gesehen, also was gibt ihnen die Authentizität? Ich würde sagen, die initiatorische Flamme, die im Hintergrund ist, bis auf die höchsten Ebenen. Hat man die nicht, ist man nicht wirklich authentisch. Dann könnten wir dann von irgendwelchen geistigen Wesen reden, die sagen, ja okay, der hat jetzt vielleicht diesen ganz hohen Grad, 1 ist gleich 10 und 2 ist gleich 9, mit dem stehen wir innerlich in Verbindung. Schnell distanzieren von so einer Schule. Das ist es nicht wert. Denn da will man uns etwas vorgaukeln. Es muss real stattfinden können. Nicht, dass jetzt jeder bereit ist für jede Stufe. Nicht jeder Aspirant, der eine Mysterienschule betritt, ist auch bereit für die Adeptengrade. Aber eine Mysterienschule muss diese Adeptengrade in voller Tragweite auf allen Aspekten, vom 5-6 bis zum 7-4 Senior, bewahren. Nicht nur die Werkzeuge, sondern auch die Möglichkeit, um wirklich den vorbereiteten Kandidaten auf dieser Stufe initiieren zu können. Und natürlich, es dauert Jahre, bis man diese Bereitschaft hat, Stufe um Stufe dort hinzugelangen. Und nicht jeder schafft es. Das ist auch nicht beabsichtigt in einer Mysterienschule, dass jedes einzelne Mitglied, was irgendwann in einer Mysterienschule beginnt, die höchsten Stufen erreicht. Weil jede Seele hat ein bestimmtes Potenzial. Überlegen wir uns, wie viele Menschen fangen mit irgendeiner Sportart an und hören wieder auf? So ist es auch. Spiritualität ist wie eine spirituelle Übung, wie ein spirituelles Training. Vergleichbar mit Sport. Und manchmal kommt man halt mittendrin drauf, ja, okay, vielleicht ist das nicht mein Weg, es ist mir einfach zu schwer. Nicht jeder kann perfekt Polo spielen. Muss auch nicht jeder können. Aber wenn man es einmal beherrscht, dann weiß man mal, wie viel dahinter steckt. Und so ist es auch auf dem spirituellen Pferd. Das ist halt so die Königsdisziplin. Da geht es nämlich ums Leben. Nicht jeder ist bereit, dass er Verantwortung für das eigene Leben übernimmt, die bestimmten Reaktions- und Verhaltensmuster reflektiv permanent beobachtet und sie korrigiert. Das ist anstrengend. Und nicht jeder ist bereit, um eine moralisch, ethisch hochwertige Lebensführung zu akzeptieren. Das ist auch sehr wichtig. Und die wenigsten Menschen sind bereit, ein bibelkonformes Leben zu leben. Ist das notwendig, dass wir alle bibelkonform leben? Und ich meine, wir hätten vielleicht mehr Frieden auf der Welt. Aber dazu bedarf es zuerst einmal, das zu verstehen. Wir können da nicht wie die Fanatiker durch die Gegend laufen und sagen, ja, ich lebe es nach der Bibel, aber wenn man die Gebote nicht versteht, dann ist das eine wandelnde Gefahr. Sehen wir bei vielen geistigen Autoritäten, die irgendeinen Unfug von sich geben, weil sie diese alten Schriften und diese neuen nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen, dass der allumfassende Schöpfer für all das, was wir erleben in unserem Leben, verantwortlich ist. Das ist der spirituelle Weg. Also, da gehe ich jetzt aber nicht nochmal in die Tiefe ein. Der zweite Aspekt, den ich gesagt habe, den ich erklären möchte, ist, es gibt natürlich auch andere Initiationswege. Die vom System her, aber auch am kabbalistischen Lebensbaum orientiert sind. Wie zum Beispiel das System des Martinismus. Da gibt es andere Initiationsstufen, aber letztendlich geht man da die mittlere Säule entlang. Da geht man auch. So auf der ersten Stufe die Aufnahme, so wie Malkut. Zweite Stufe ist eine Kombination aus Yesod, Hod, Netzach. Dritte Stufe ist Tiferet. Dann gibt es martinistische Systeme, die noch den Initiator als eine separate Stufe haben und den höchsten Rat auch noch eine Spezialstufe darüber haben und dann noch parallel noch Hochgrade haben. Die natürlich auch eine vertiefende Funktion haben, die aufgebaut sind auf das rektifizierte schottische System oder auf das System von Élie Cohen von Martinet de Pascaï. Letztendlich das martinistische System, so viel von der Lehre, ist von Saint-Martin, Luc Claude de Saint-Martin. Da haben wir auch einige Schriften auf unseren Webseiten. Für all jene, die sich dafür interessieren, zuerst einmal die Schriften lesen, damit wir mal wissen, womit wir uns da auseinandersetzen. Weil da geht es um eine sehr tiefgründige Symbolik, die von Pascaï hinterlassen ist. Und ich habe vorher eben die Bibel erwähnt. Ja, Pascaï ist in bestimmte Bereiche mit seinen Riten und Lehren vorgedrungen und auch in der praktischen Arbeit.
die schon sehr hochkarätig sind und nicht für jeden Menschen geeignet sind. Und auch die Hochgrade, die uns dann erwarten können, auch nicht für jeden geeignet sind. Nicht einmal für jeden, der auf dem martinistischen Pfad initiiert ist. Weil die erwarten sehr viel von uns an Veränderung. Stehen wir dann über den anderen Menschen? Ich würde sagen, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir lernen den anderen Menschen zu dienen, mit unserem Verhalten zu dienen, uns diesem Schöpfer noch mehr zuzuwenden, uns aufzuopfern. Das heißt, unsere Kräfte zu bündeln, um zu geben, um nicht mehr immer alles für uns selbst haben zu wollen und zu nehmen, sondern zu geben. Also diese Korrektur, die ist tiefgreifend. Also da sehen wir auch, dass auch sogar das martinistische System mit dem Lebensbaum korrespondiert. Ja, und diese Hoch- und Vertiefungsgrade, die sind höhere Aspekte von Tiferet und streifen schon an Geburah an und manche vom Pfad her von Chesed. Aber das sind so die Pfade, die darauf verbinden. Also das ist auch ein sehr hochkarätiges System, die Hohen- und Vertiefungsgrade, die wir auch im System des Martinismus finden können. Ist es notwendig, wenn man einen spirituellen Weg wie den Martinismus schreitet, danach noch in einem, zum Beispiel im Rosenkreuz-System bewandert zu sein? Ich würde sagen, es hängt davon ab, wie hoch unsere Kapazität ist, uns zu verändern. Es wird nicht in beiden Systemen das Gleiche geboten. Kann es auch nicht, weil es sind total unterschiedliche Systeme, die an verschiedenen Aspekten unserer Persönlichkeit arbeiten und uns schleifen. So wie wir bei dem einen Aspekt viele okkultistische Übungen haben, die auf einer bestimmten Ebene arbeiten, so arbeiten wir auf dem anderen Aspekt auch mit kabbalistischen Begrifflichkeiten, die aber von der Theurgie auf einer ganz anderen Ebene kommen. Vieles kommt von Pascal, der ein sehr großer Experimentator war, und wenn man sich mit diesem System auch beschäftigen sollte, dann wird man drauf kommen, das war nicht ein Siebenschläfer, sondern der war ein sehr disziplinierter Mensch, der nicht nur seinen Tag sehr getaktet hat, sondern auch voll von spirituellen Übungen und voller Hingabe diese Sachen zelebriert und exerziert hat. Das heißt, eine enorme Tragweite auch in diesem System, das sehr in Verbindung steht auch mit dem Mysteriumbund der Freimaurerei. Aber ich würde sagen, Martinismus hat mit dem gewöhnlichen äußeren System der Freimaurerei überhaupt nichts zu tun, obwohl Louis-Claude de Saint-Martin ein Freimaurer war und Villamont vieles von den Lehren von Pascal in das rektifizierte schottische System übernommen hat, nämlich die Grundlehre. Interessanterweise gibt es ja auch noch dieses System in manchen Logen, die es noch praktizieren. Sehr religiös geprägt, durch die vielen Jahrzehnte ein wenig ein anderer Wind da drinnen. Und ich würde fast sagen, enorm christlich-mystisch angehaucht. Aber jeder von diesen Gründungsvätern, die mit dem Martinismus in Verbindung stehen, ob dieses Villamont war oder Pascal oder Saint-Martin, die haben einen sehr intensiven christlich-mystischen Kult zelebriert, der auch natürlich auch seine Tragweite hat und erstaunlicherweise konform geht mit dem System des Rosenkreuzertums. Weil auch das Rosenkreuzertum ist ein sehr mystisches System, was eine christliche Mystik im Innersten bewahrt, aber sie hört halt nicht im Kreuzgang oder in der Kreuzigung auf, sondern sie geht ja auch weiter, dieser Weg. Und so ist es auch verständlich, dass diese beiden Aspekte miteinander harmonieren müssen. Weil da gibt es viele Schnittstellen, nicht nur unter den Gründern und Bewahrern dieses Ordens oder dieser Ordenssysteme, sondern es gab immer wieder Schnittstellen in Frankreich, Deutschland oder nennen wir es größer, einfach im deutschsprachigen Gebiet, weil da zählt ja auch Österreich teilweise dazu, wo diese Mysterientempel standen und auch noch immer sind. Letztendlich hat es auch Phasen in der Schweiz gegeben, in Norditalien, aber insbesondere in der französischen Tradition und beim Rosenkreuzerweg auch die Schnittstellen auch mit Großbritannien. Das heißt, da ist ein sehr multikultureller, europäischer, mystischer, spiritueller, okkulter, fast sogar magischer Weg im Laufe der Jahrhunderte entstanden, der viele Schnittstellen miteinander hat, obwohl es separate Orden sind. Aber erstaunlicherweise finden wir immer wieder die leitenden Funktionen oder bei den leitenden Funktionen eben diese Gemeinsamkeit. Das
sowohl im Rosenkreuzer, in den Rosenkreuzerorden als auch in den martinistischen Orden immer wieder die gleichen Führungskräfte und Großmeister und so weiter in Erscheinung treten. Manchmal weniger öffentlich, manchmal öffentlich in den Jahrhunderten. Sehr wichtig auch bei der Geschichte der Rosenkreuzer, ein großes Mysterium spielt natürlich auch der hermetische Orden des Golden Dawn. In dieser Tradition, ich muss aber sagen, in unserer Tradition spielt er überhaupt keine Rolle, nicht einmal peripher, obwohl er in manchen anderen, die dann so im angloamerikanischen Raum und dergleichen sehr stark Fuß gefasst haben und dergleichen, die haben halt ein System teilweise übernommen aus dem deutschsprachigen Gebiet, haben das angepasst auf ihre Erkenntnisse, auch sehr freimaurerisch angepasst, weil eben die Gründungsväter Freimaurer waren und in einem Freimaurersystem gearbeitet haben und auch in einem anderen System des Rosenkreuzertums verankert waren, das ein Hochgradssystem damals war. Und dieses geistige Gut und diese Arbeit von diesen Gründungsvätern, der hat einfach starke Dominanz in diesem System des Golden Dawn übernommen. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch unterscheiden, ja, der Golden Dawn hat das System initiatorisch, aber jetzt nicht von den Ritualen, das initiatorische System des Rosenkreuzertums 1:1 einfach übernommen aus dem deutschsprachigen Gebiet. Ob das jetzt irgendwie mit dem Rosenkreuzertum stark in Zusammenhang hängt oder nicht, ja, das lassen wir mal im Raum stehen. Letztendlich ist eine Sache sehr wichtig. Im System des Golden Dawn gibt es nur die niederen Mysterien. Das ist nämlich einmal die Grundaussage, die die meisten einmal nicht verstehen. Das System des Golden Dawn hat nur die niederen Mysterien, sprich bis zum 4 ist gleich 7. Das ist einfach der Philosophusgrad und dort hört dieses System des Golden Dawn einfach auf. Einer der ganz weisen Gründungsväter hat dann darauf aus seinen Erkenntnissen, die er in Frankreich gesammelt hat, weil er ist ja umgezogen, also dieser MacGregor Matters, hat dort Kontakte gehabt zu denen, die dort gewohnt haben. Nicht nur jetzt diese geistigen Kontakte, das waren ja auch schon Menschen. Und konnte durch seinen Austausch ein höheres System, sprich ein 5 ist gleich 6 Grad System entwickeln. Dann hat er eine Zwischenstufe eingeführt und dieses System hat im 5 ist gleich 6 Grad aufgehört. Die anderen Grade, die er dann noch verliehen hat, ehrenhalber, 6 ist gleich 5, 7 ist gleich 4, war eine Übertragung der Ehre. Das heißt, einfach eine Übertragung, du hast jetzt diesen Grad. Das kann man jetzt symbolisch machen oder nicht, aber das war einfach eine Übertragung. Das heißt, dort hat es kein Ritual gegeben über dem 5 ist gleich 6 Grad. Und das war auch dieses große Malheur. Ob jetzt dieses System, das in diesem Sprachraum, aber auch quer durch die USA dann sich ausgebreitet hat, ein glorreiches, tolles System ist oder nicht, das wollen wir jetzt nicht hinterfragen oder kritisch analysieren. Sehr wichtig ist aber zu verstehen, dieses System ist nur bis zu diesem Grad gegangen. Erstaunlicherweise hat das niemand dann kritisiert. Manche haben dann im Laufe der Zeit manche andere Grade hinzugefügt, die überhaupt nicht kompatibel mit diesem System waren und auch darüber hinaus noch irgendwelche Grade erfunden, die überhaupt ein ganz anderes System waren. Letztendlich müssen wir nur eine Sache wissen. Falls ein System im hermetisch-kabbalistischen Lebensbaum, und wichtig die Betonung, hermetisch-kabbalistischer Lebensbaum, wirklich authentisch ist, dann ist er von der ersten Stufe, nämlich des Neophyten 0 ist gleich 0, bis zur letzten Stufe 10 ist gleich 1, ein kompatibles System. Das heißt, da tauchen nicht irgendwelche Fremdgottheiten auf, wie zum Beispiel Osiris oder Dionysos oder dergleichen. Das kann nicht sein. Da muss dann ein fremder Wind drin wehen, weil man den Zugang nicht hatte. Vielleicht intellektuell nicht den Zugang, damit man so ein System versteht, oder rituell nicht den Zugang, weil man zu wenig Ahnung von den Ritualen hatte. Oder in der Mysterientradition zu wenig Kenntnis, oder in der Kabbala zu wenig Einsicht. Denn habe ich Einsicht in der Hermetik und in der Kabbala, dann weiß ich nämlich, wie so ein System ausschauen muss. Habe ich das nicht als Führung von einem Orden, und das war ja am Anfang ein Dreiersystem von Leitenden, also 3 Vorstände hat es dort gegeben, dann ist es ja verständlich, dass man da irgendwelche anderen Traditionen dann noch einbauen muss und dann auf einmal hört halt die Strecke auf, weil man nicht weiß, wie es weitergehen könnte. Letztendlich ist es nämlich ein großes Malheur. Und wenn dann keiner nachkommt,
der dieses System nachkorrigieren könnte oder auf diesem System aufbauen könnte oder vieles von dem Morast einfach weggibt aus diesem System und das ursprünglich Reine wieder aufleben lässt. Weil manches, das aus dieser Rosenkreuzer-Tradition stammt, war sehr, sehr authentisch. Nur es wurde halt geprägt mit manchen Strömungen, die eigentlich in dieser Tradition des Rosenkreuzer-Systems überhaupt nichts zu tun haben. Und jetzt sage ich einmal eine dieser Traditionen, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist irgendwelche Ägyptologie. Die hat nichts mit der kabbalistischen Tradition zu tun. Keine ägyptischen Gottheiten kommen da in Wirklichkeit vor. Genauso griechische Gottheiten, die kommen auch nicht drin vor. Oder syrische Gottheiten, babylonische Gottheiten, die kommen in diesem System nicht vor, weil sie nicht kabbalistisch sind. Ein hermetisch-kabbalistisches System, das im Lebensbaum angelehnt ist, also von den Entwicklungsstufen, die müssen kabbalistische Systeme benutzen und wenn es ein Rosenkreuzer-System ist, dann gibt es halt bestimmte Symbole, die insbesondere im System des Rosenkreuzertums diesen Egregor schaffen und verbinden. Und da gibt es ja eine lange Geschichte, da gibt es ja eine lange Mythologie über viele Jahrhunderte und vieles davon ist natürlich nicht publiziert. Und auch wenn wir unsere Rituale alle publizieren würden, es würde niemandem etwas bringen. Warum nicht? Wenn nicht ein autorisierter Initiator einen anderen initiieren kann, dann ist das einfach nur ein Schauspiel, ein Theater. Da ist es viel besser, wir gehen ein Theaterstück wie Homer oder Odysseus so in diese Richtung anschauen. Da können wir vielleicht geistig etwas dazulernen, mental etwas intellektuell dazu gewinnen. Vielleicht können wir durch Tragik etwas aus unserem Leben erkennen, aber das ist keine Initiation. Da kommen wir auch nicht auf die Idee, dass das eine Initiation wäre, wenn wir ins Theater gehen. Und manche okkulte Organisationen glauben, sie machen Initiationen nur, weil sie irgendein Ritual praktizieren. Dort findet keine Initiation statt. Nur weil Menschen irgendwelche Initiationsriten zelebrieren, heißt das wirklich nicht, dass dort wirklich Initiation stattfindet, wie wir das in der Mysterientradition meinen. Und sehr wichtig, manche Schulen haben nicht nur ihren Kontakt, ihren Einfluss, nämlich diese Verbindung mit diesen inneren Welten, die sie autorisiert haben, nicht nur nie gehabt. Und wenn sie gehabt haben, haben sie verloren. Und wenn irgendwann einmal neue Schulen dann entstehen müssen aus der zweiten, dritten Generation, dann interessiert sich diese innere Führung nicht mehr für diese alte Form. Das ist dasselbe, wenn wir uns ein neues Haus kaufen und da haben wir noch irgendwo so einen Gartenschuppen, so eine Ruine. Warum sollten wir dort übernachten? Warum sollten wir dort überhaupt campieren, wenn wir jetzt ein neues, schönes Gebäude haben? Und so ist es auch mit dieser, unter Anführungszeichen, mit dieser inneren Schule. Die hat überhaupt gar kein Interesse an diesen verstaubten alten Gefäßen, die so viele Spaltungen hinter sich haben und so viel Zwist und Menschenverblendung. Sobald neue Strukturen entstehen, ist der Einfluss der inneren Schule weg. Der verschwindet. Die einzige Kraft, die dort dann möglicherweise oder glücklicherweise vorhanden ist, ist durch den persönlichen Kontakt mancher Individuen, die dort sind. Weil sie vielleicht in anderen Schulen initiiert wurden oder dergleichen. Aber das ist wie eine tote Form. Da gibt es keine Kraft, da gibt es keine Erhebung. Da können wir gleich irgendwo in ein Theater gehen, ist amüsanter. Da brauchen wir nicht unsere Zeit vergeuden. Und Finger weg von Organisationen, die uns per Fern irgendwas, eine Initiation anbieten. Auf so einen Unfug sollten wir uns nicht einlassen. Sei es doch irgendwelche Instruktionen, dass wir irgendeinen hohen Grad hätten, weil wir ein paar Jahre irgendwo dabei sind. Oder sei es doch durch ein Versprechen, dass jemand sagt, ja, er wird uns jetzt astral unter Anführungszeichen initiieren. Na, noch unseriöser geht das nicht. Solchen Menschen kann ich nur empfehlen, ernährt euch die nächste Zeit bitte auch nur astral. Das würde uns sehr viel Ärger sparen. Weil das ist die einzige reale Antwort und macht das einmal die nächsten 10 Jahre, dann wisst ihr einmal, was ihr von eurer Astralinitiation habt, nämlich nichts. Und das ist halt leider so, es gibt halt sehr viele, jetzt sage ich diesen Begriff, Scharlatane auf diesem Weg und leider sind das nicht wirklich echte Scharlatane, weil sie glauben diesen Unfug ja selbst. Die wollen ja nicht bewusst Betrüger sein, aber sie glauben diesen Irrsinn selbst, sie haben sich verlaufen in irgendwelchen geistigen Ätherwelten. Das war immer die große Gefahr in diesem okkultistischen Pfad. Nur irgendwelche Techniken zu machen, bedeutet nicht, dass ich jetzt spirituelle Entwicklung mache. Ich sage jetzt den Unterschied zwischen okkulten Techniken und Leben. Wir zelebrieren okkulte Übungen, damit wir den Impuls setzen, um uns dann, wenn wir in das Leben hinausgehen, zu korrigieren. Danach können wir uns bestimmte Verhaltensmuster, die wir in uns tragen, sehr bewusst, ich würde fast sagen, störend auffallen. Dann kann es sogar sein, dass wir Krisen heraufbeschwören in uns. Geballte Ladung. Und dann sind wir gefordert, das zu verändern, damit wir ein guter Mensch werden, damit wir geschliffen werden,
damit diese Kanten, diese Rauen einfach weggeschliffen werden. Damit wir einen vollendeten Kubus darstellen, worin das göttliche Wort im Inneren offenbart wird. Oder in einer anderen Symbolik, wo das Lamm Gottes sein Blut opfert für die Befreiung der Sünden der Welt. Das ist das, wo eigentlich die Mysterientradition uns hinentwickeln will. Dass wir so ein Kaliber bekommen an spiritueller Entfaltung. Und ja, es gab vor Jahrhunderten und vor Jahrtausenden viele Menschen und Eingeweihte, die uns vorausgingen. Verhältnismäßig war aber die Zahl immer sehr gering zur Anzahl der inkarnierten Menschen. Es gab Phasen, da waren mehr Initiierte, es gab Phasen, da gab es weniger Initiierte. Wir sind jetzt in einem Stadium, wo sich die Zahl verhältnismäßig in den letzten 100 Jahren nicht dramatisch erweitert hat. Mit nicht dramatisch meine ich, das hat sich jetzt nicht verzehntausendfacht, sondern ist ungefähr abhängig der menschlichen Bevölkerungszahl auch so langsam vorangeschritten. Damit wir uns das vorstellen können. Also, nochmal zusammengefasst. Es gibt initiatorische Pfade, die uns herausfordern können. Und jeder, der Interesse hat an einem spirituellen Pfad, der sollte vorher abwägen, bin ich bereit, mich zu verändern? Oder bin ich mit meinem Leben schon zufrieden? Wenn ich mit meinem Leben zufrieden bin, dann habe ich in einer Mysterienschule nichts verloren. Bin ich bereit, Herausforderungen in meinem Leben nicht nur zu begegnen, sondern die Verantwortung dafür zu übernehmen und das zu korrigieren? Bin ich bereit, mit beiden Beinen im Leben zu stehen? Das ist eine Grundfrage, die sollten wir uns stellen. Die sollten wir uns auch stellen, wenn wir nicht auf einem mystischen Weg sind. Und habe ich ein Gefäß, das eine Lehre empfangen kann? Das bedeutet, wenn mein Gefäß vollgefüllt ist mit irgendeinem Unfug, ich sage jetzt so Esoterik-Jahrmarkt-Geschwafel, irgendwelche Kristalllichtwelten, die aus irgendwelchen kranken Gemütern entstammen, irgendwelche falschen Ich-Bin-Bewegungen. Wenn ich damit angefüllt bin, dann habe ich keinen Platz, um der Realität zu begegnen. Die Realität, die ist nämlich sehr enttäuschend. Denn die zeigt im ersten Schritt, was für ein Staubkorn wir in diesem Kosmos wirklich sind. Nicht jeder Mensch ist dafür bereit, zu sehen, was für ein Staubkorn wir in dieser Unendlichkeit sind. Wir würden uns gern natürlich alle viel größer sehen. Aber was bringt es, wenn wir uns wie ein Berg sehen in diesem unendlichen Kosmos? Ein Berg in einem unendlichen Kosmos ist auch nur ein Staubkorn. Und natürlich, es tut weh, wenn wir in die Knie gehen müssen, wenn wir uns beugen müssen vor diesem höheren inneren Meister. Natürlich, das ist eine gravierende Veränderung, die wir alle in unserem Inneren erleben werden, wenn wir auf einem initiatorischen Pfad sind. Wir werden Demut, Hingabe und noch so manche Eigenschaften, die es so mangelt in der Menschheit, lernen. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Wohlwollen. Das ist vielleicht das kostbarste Geschenk. Werden wir dadurch alle unsere Lebensprobleme lösen? Ich hoffe nicht, weil wie langweilig wäre das Leben? Stellen wir uns vor, wir würden jetzt auf einmal alles wissen und jedes Problem wäre gelöst. Was würden wir da machen? Wir würden da hinsitzen und einmal warten, dass etwas geschieht. Glücklicherweise können wir nicht alles auf einmal lösen. Und wenn wir schon mal ein kleines Problem lösen, dann sehen wir mal, was für ein größeres Problem dahinter steckt. Und wenn wir mal ein kleines individuelles Problem lösen, dann sehen wir mal, welche größeren familiären, gesellschaftlichen Menschheitsprobleme es gibt. Das heißt, die Dimension kann man immer nach außen hin erweitern. Also wenn sich jemand erwartet, dass all seine Probleme gelöst werden, können wir nur enttäuschen. Jedes Problem können wir nicht gemeinsam auf diesem Weg lösen. Denn sobald wir ein bisschen Kapazität haben, sehen wir die größeren Probleme. Aber das, was wir bekommen, ist Hoffnung. Und da möchte ich so eine Passage aus dem Neuen Testament noch einmal nehmen, dass ein Grundpfeiler Glaube ist. Wir müssen daran glauben, dass dieser Weg funktioniert. Wir müssen an das Höhere und an die höhere Führung glauben. Wir brauchen auch Hoffnung, dass wir letztendlich uns wieder zurück in dieses verlorene Paradies erheben werden. Und all dies nutzt uns überhaupt nichts, wenn uns die Gottesliebe fehlt. Ich verwende jetzt ganz bewusst diesen Begriff, weil Agape heißt Gottesliebe. Das ist so die Liebe Gottes.
Das heißt, auf der einen Ebene bedeutet das, wir müssen aus tiefstem Herzen Gott lieben lernen. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir einen echt unglücklichen Pfad. Also schön und gut, wenn wir unseren Glauben stärken, wenn wir hoffen, dass dieser Weg funktioniert. Aber wenn das fehlt, dann können wir nicht einmal unsere Menschen lieben. Nicht unseren Partner, nicht unsere Familie, weder Kinder, die Nächsten. Das geht überhaupt nicht. Also es beginnt auf diesem Weg, indem wir das Göttliche aus tiefstem Herzen lieben lernen. Und wenn wir das einmal schaffen, dann sind wir bereit, den nächsten Schritt zu tun. Weil natürlich, diese Stufen, die ich jetzt erklärt habe, die sind so ein Umriss, aber letztendlich, wir können das nur beschreiten, wenn wir bereit sind, an die Tür zu klopfen, und wenn wir die innere Kapazität haben, dann wird uns aufgemacht. Dankeschön.